So, schönen guten Tag. Mein Name ist Benjamin Brumer. Wir machen eine neue Video zum Thema Alarmierung in NetCrunch und versuchen klug und mit KI die Alarmflut zu verwalten. So, es gibt in NetCrunch zwei Art von Alarme. Es gibt Alarm, die in Monitoring Pack definiert werden. Das finden Sie unter Settings, Alert und Notification, Monitoring Pack und Policy. Und da sind Alarm, ich sag mal Standardalarm über Performancewerten, über Betriebssystem, CPU, Festplatte, Traffic, Alarm, die wir sammeln können über WMI, SNMP, SSH. Und diese Art von Alarm sind halt sehr interessant, weil wir können die definieren für mehrere Systeme, entweder vollautomatisch, das heißt wir sagen, es ist eine Switch und dann wollen wir einen Alarm definieren auf alle Ports, wenn zum Beispiel irgendwelche Paketen herausgeschmissen werden. Und das können wir dann sagen, wir definieren diese Alarm für 20, 30, 40 Switch ganz automatisch. Oder wir können auch einzelne Systeme gruppieren und sagen, diese Alarmgruppe wird angewendet auf meine Systemen. Diese Monitoring Packs sind zum Teil vordefiniert, da sind über 273 Monitoring Pack zum alle möglichen Thema. Wir können die Suchfunktion verwenden und wir können herausfinden, nehmen wir mal für Linux, dass es jetzt 9 Monitoring Pack gibt zum diversen Thema, CPU, Status, Memory, Prozesse, und diese Monitoring Pack können entsprechend angewendet werden, wenn der eben manuell ist, dann kann ich in dem Monitoring Pack meine Alarme definieren und ich kann über diese Assign to definieren, auf welches System diese Monitoring Pack aktiviert werden soll. Ja, das ist an der Stelle sehr praktisch, sehr schnell. Vorteil von diesem Monitoring Pack ist natürlich, wenn ich eine Änderung mache, zieht sich diese Änderung auf alle Systeme, die diese Monitoring Pack verwenden. Insofern kann ich sehr schnell eine große Anzahl von Systemen überwachen. Zweite Art von Alarme sind sensorenbasierten Alarm. Das sind Alarme, die tiefgreifender gehen oder über komplexere Protokoll gehen und die kann man definieren auf Knotenebene. Das wird dann gemacht über die Settings, Node Settings, Shift F2 wie immer, und unten finden Sie Monitoring-Sensoren, also unten finden Sie Monitoring-Sensoren und über den Plus kann ich auch da ich glaube, das sind über 70 unterschiedliche Sensoren und ich kann es einfach danach suchen. SQL-Sensoren, Datafile-Sensoren. Ich kann auf IPMI-Sensoren definieren für die entsprechende Karte. Diese Sensoren, wie gesagt, gehen tiefer, Zertifikaten, Kameras, und die werden spezifiziert für einzelne Systeme. Es gibt eine andere Art, Alarme zu definieren. Ich kann jetzt natürlich auf mein System draufgehen, ich kann Monitoring Pack definieren. Ich kann auch einfach auf diese Plus draufgehen in der Konsole und sagen, ich möchte etwas neu einfügen in mein Monitoring. Dann gehe ich auf dieses Plus und sage Select Monitoring Target. Und jetzt kann ich beliebige Schlagwörter eingeben, E-Mail zum Beispiel oder POP3, POP2, also POP2 gibt es natürlich nicht mehr, oder IMAP. Ich kann sagen, ich würde ganz gern was über HTTP überwachen, oder ich will mal mein Device-Config setzen oder gucken, DCOM, alles möglich. Und Sie sehen, automatisch kommt aus der Suche die Monitoring Pack unten, die natürlich diese Suche entsprechen, und oben die Sensoren, die diese Suche entsprechen. Das heißt, jetzt will ich zum Beispiel so eine neue IP-Kamera Sensoren definieren, dann kommt in meine Liste Kamera. Im Monitoring Pack hätte ich auch die Möglichkeit, auf bestimmten Rack-Monitor draufzugreifen über SNMP, aber in dem Fall möchte ich einen Sensoren definieren, und in diese Target habe ich die Möglichkeit, einfach auf Next draufzudrücken und zu sagen,
diese Sensoren möchte ich mal hinzufügen, definieren auf ein existierendes Device. Ja, und jetzt bietet er mir eben die ganze Device, die ich drauf habe, und so kann ich meine Sensoren definieren. So, das ist die Alarm. Das haben wir in anderen Videos schon mal angesprochen. Was wir heute machen wollen, ist das Ergebnis. Ja, wenn Sie das System konfigurieren, dann sind automatische Monitoring-Pack von NetCrunch konfiguriert. Das heißt, nachdem Sie das Netzwerk gescannt haben und Sie haben in Ihre Atlas entsprechende Knoten drin. Also hier in dieser Atlas haben wir 73 Knoten. Das können wir mal hier auf der Overview drauf gehen. Wir haben 73 Knoten und wir haben 22 Interface, die wir überwachen. Und wir sehen, wir haben ja pro Tag ungefähr 5 bis 10 Alarme. Weil wir das schon auch eine Konfiguration gemacht haben. Wenn wir keine Vorabkonfiguration gemacht hätten, hätten wir möglicherweise viel mehr Alarm. Und jetzt geht es darum herauszufinden, wie kann ich mein System besser konfigurieren, so dass es nicht zu viele Alarme kommen, aber die wichtige natürlich angezeigt wird. Und das zu machen, bietet mir NetCrunch mehrere Tools zum Analysen. Ich muss jetzt natürlich wechseln in meine Reiter Alarme, und dieser Reiter ist immer zum Kontext abhängig. Das heißt, in der Navigation bin ich auf Overview, dann sehe ich alle Alarme. Wenn ich auf einem bestimmten Netzwerk draufgehe, dann sehe ich nur noch die Alarme, die dieses Netzwerk betreffen. Und egal welche Karte ich da nehme, zum Beispiel nehmen wir mal hier meine Betriebssystemkarten, und dann sehe ich automatisch aufgrund des Status von der Karte, dass ich ja mal in der Linux-Umfeld eine Alarm habe. In der VMware ESX habe ich momentan keine Alarme. In der Windows Server habe ich ja 3 Alarme. Das heißt, das ist immer kontextuell, und für die Analyse ist es wichtig, gegebenenfalls die richtige Karte auszuwählen, wenn man sich interessiert, zum Beispiel für Datenbank oder für Webserver, dann würde man entsprechend die Karten auswählen. Aber jetzt, worüber ich dann reden möchte, ist diese Analyse, und das machen wir über unsere kompletten Atlas. Und deswegen habe ich mal die Overview gewählt und die Alarm gewählt. Und jetzt habe ich drei Reiter drunter. Meine aktive Alarm, das sind die noch offen sind. Meine Historie, das heißt die Alarme, die gespeichert sind. Man kann in NetCrunch natürlich konfigurieren, wie lange die Alarm definiert werden soll. Und das sind die geschlossen sind. Entweder haben sie sich automatisch geschlossen, weil die Parameter nicht mehr passend sind. Die CPU ist wieder ruhig geworden, die Memory hat wieder Platz gekriegt. Und dann ist die Alarm automatisch weggegangen, oder hat jemand meine Alarm geschlossen. Das kann ich auch hier sehen anhand der Alarm, den Status von der Alarm, das sagt mir da alle Informationen. Das sind jetzt die Historie. Ich kann es in der Vergangenheit reingucken. Was jetzt interessant ist, um herauszufinden, wie viele Alarm habe ich, warum habe ich diese Alarm, ist die Analytics. Die Analytics-Reiter ist verfügbar in der Version Enterprise. In der Version Pro gibt es einen Reiter, soweit ich weiß, aber mit weniger Informationen. Und hier sehen Sie, dass ich über einen bestimmten Zeitraum, das sind hier 24 Stunden, eine Woche oder einen Monat, eine Analyse bekomme, der mir gibt Statistik über meine Alarm. Das heißt, von welches System kommen die meisten Alarm? Und wir sehen hier, wir haben ein eindeutiges System, der sehr, sehr viele Alarm produziert. Was haben wir für Alarmtyp? Sind das Alarm, die kommen, weil die Systeme hoch und runter gehen? Sind das Alarm, die kommen, weil Netzwerkservices nicht stabile sind oder weil Connection einfach an der Stelle nicht stabil sind? Das würde hier festlegen. Und ich habe eine Alarme bei Typen. Das heißt, hier sehe ich Computer-Account ist gewechselt. Ich habe Alarm im Bereich von meiner Festplatte oder ich habe Alarm aufgrund von meinem Port.
Diese Informationen helfen mir sehr schnell zu identifizieren, weil ich kann natürlich weitergehen und auf die Informationen draufklicken und entsprechend die Liste hier bekommen, zu sehen, hier haben wir auf dieses System ganz klar ein Problem, WMI Connection Error auf unserer Datenbank. Ja, das heißt, es ist etwas konfiguriert in dem Monitoring und der kann es nicht schaffen. Dadurch natürlich ist es schnell möglich, die Alarme entsprechend zu korrigieren oder gegebenenfalls die Alarme zu deaktivieren. Das heißt, nehmen wir mal dieses Beispiel. Das ist High Paging File Usage. Und was das bedeutet, das sehen wir am Ende der Video. Weil mit den neuen AI-Funktionen bietet NetCrunch eine schöne Hilfe, um zu verstehen, was bedeutet letztendlich ein Wert. Und ich habe die Möglichkeit, die Alarm, also ich sehe die ganze Parameter, aber ich habe die Möglichkeit, auf Details drauf zu gehen. Und das ist eine sehr schöne Funktionalität von NetCrunch, weil in den Details habe ich an der Stelle viel mehr Informationen über meine Alarmen selbst. Natürlich, wann das gekommen ist, wie lange das war, aber auch aufgrund welcher Wert, wie hat sich denn entwickelt. Ich kann von da aus direkt in der Historie von dem Wert sehen und sofort vergleichen, wie ist es normalerweise, warum haben wir jetzt die Alarme gehabt. Aber was ja auch interessant ist, ist, dass ich sehe hier, wie mein Alarm definiert ist. Dieses Symbol, diese Würfel, diese grüne Würfel, ist das Symbol, dass es letztendlich von einem Monitoring Pack kommt. Das heißt, das ist ein Monitoring Pack, mein Windows Monitoring Pack über Memory. Da habe ich eine Alarm Paging File Usage. Ist mein Wert zu klein und muss ich das Wert erhöhen aufgrund des Last, was ich dann auf meinem System habe, oder sogar muss ich die Alarme deaktivieren. Das würde ich in der Monitoring Pack Definition machen. Und dann alle Alarm, alle Systeme, die diese Alarm verwenden, würden davon profitieren, dass ich die Definition ändere oder sogar die Alarme einfach deaktivieren. Die Alarm wird nicht gelöscht, die ist deaktiviert. Das heißt, wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt merke, ich brauche doch die Alarm, es war doch wichtig, dann kann ich die aktivieren und natürlich über diese Mechanismus, welches System welche Monitoring Pack bekommen, kann ich differenzieren und an der Stelle bestimmte Wert, bestimmte Threshold definieren für bestimmte Systeme. So, und zuletzt, wir haben natürlich Tausende von Performance-Werte, die wir abfragen können von Tausende von Systemen und niemand in der Welt ist in der Lage zu sagen, was bedeutet dieser Wert, was sind die richtige Stelle. Dafür wurde in der NetCrunch 15 eine AI Funktionalität implementiert und genau da, wo wir sind, das heißt hier über diese Explain, da geht das System im Internet und der holt sich Informationen über meine Alarm und er erklärt mir, was man da finden kann. Natürlich, wie immer bei AI, muss man teilweise weiter fragen und weiter forsten, aber das ist schon mal eine ganz gute Hilfe in NetCrunch 15 und das wurde auch von vielen Analysten als sehr gut bewerten, allgemein in der Presse, dass NetCrunch diese Funktionalität implementiert hat. Und ich hoffe, es wird Ihnen auch helfen, die Alarmflut bei Ihnen kleiner zu